Unser einwöchiger Campingurlaub an der Adriaküste hätte definitiv etwas länger ausfallen dürfen. Allerdings war der Hauptgrund dafür eine große Hochzeit in der Familie, welche im Schloss Castelbrando stattfand und dementsprechend eine Sonderbewilligung des Kindergartens voraussetzte, da in der Schweiz derzeit keine Schulferien angesagt sind. Ein ausführlicher Bericht zum erstmals angesteuerten Campingplatz Garden Paradiso folgt übrigens ebenfalls demnächst auf diesem Kanal, also unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren, falls du dies nicht schon längst getan hast. In diesem Video dreht sich aber erstmal alles um das erste Fazit zu unserem Faltcaravan-Setup für die Campingsaison 2022 und bereits einige Optimierungen, bevor es uns dann in den etwas längeren Sommerurlaub an den Gardasee zieht. Von den insgesamt 10 Elementen, welche für 2022 entweder ersetzt wurden oder neu hinzugekommen sind, haben sich in diesem Kurzurlaub bereits 8 bewährt. Wenn auch diesmal noch nicht wirklich ausgereizt, so konnte das Comeback des offiziellen Isabella Camplet Kabelsets mit seinen insgesamt 25 Metern immerhin erfolgreich mit dem neu hinzugekommenen Pro Plus Kabelbinder mit Griff gebändigt und dadurch viel einfacher transportiert und im Zeltanhänger verstaut werden. In der Küche haben sich unterdessen sowohl die neue und vor allem auch größere Dometic Kompressor Kühlbox als auch der Quetscher Abfallbehälter zur Mülltrennung bewährt. Wobei deren ultimativer Test am Gardasee erst noch bevorsteht, da wir dort im Gegensatz zur Adriaküste primär selber kochen und nicht nur Restaurants aufsuchen werden. Im Wohn- und Esszimmer unseres Falthauses haben sich derweil die beiden neuen Eurotrail Nova Campingschränke bestens eingelebt und boten nebenbei auch noch etwas mehr Platz als dessen Vorgänger. Und das übrigens sowohl in als auch auf den Schränken. Der neue Fuchstech-Bollerwagen hat sich ebenfalls mehrfach bewährt und wird mittlerweile aufgrund der Handreling am Heck sogar als Einkaufswagen bevorzugt, während der Live-Height Supra-Besen sogar unsere Erwartungen übertroffen und kurzerhand auch noch die Waschbürste für die Endreinigung des Zeltes abgelöst hat. Noch nicht zum Einsatz gekommen ist derweil die neue tragbare Brunner Aquafil Schlauchtrommel, welche wohl erst im Sommer beim Abbau unseres Faltcaravans genutzt werden dürfte oder vielleicht auch nicht. Und die sturmfesten Wäscheklammern namens Fixclip, welche ursprünglich für unsere Lichterkette gedacht waren. Diese bringen mich auch gleich zu den insgesamt 6 Elementen, welche nicht mehr benötigt werden und deshalb nun aus unserem Faltcaravan-Setup fliegen. Denn ich habe die Lichterkette diesmal unter dem Sonnendach hindurch nach hinten geführt und konnte so neben den diversen Ösen zur Befestigung von Sturmleinen auch den Reißverschluss des Küchensonnendaches zur Befestigung der Lichterkette nutzen, ohne dass überhaupt noch irgendeine Wäsche- oder Handtuchklammer nötig wurde. Somit fliegen die Fixclips wohl gänzlich ungenutzt bereits wieder aus unserem Setup. Für die neue, deutlich größere Kompressorkühlbox musste erst noch ein passender Platz in der Küche gefunden werden. Und so kam es, dass diese am Ende auf der entgegengesetzten Seite der bisherigen Kühlbox respektive des Mietkühlschrankes zu stehen kam, wodurch dessen Stromkabel direkt ins Hauptzelt reichte und nicht mehr verlängert werden musste. Dadurch fällt künftig unter anderem die Brennstuhl-Safebox ebenfalls komplett weg. Meine Frau hat zudem eingesehen, dass der im vergangenen Jahr bereits kein einziges Mal genutzte Isabella Linea Windschutz auch künftig nicht mehr zum Einsatz kommen dürfte, da mit dem Esszimmer im Vorzelt bzw. unter dem Sonnendach alle Seiten des Zeltes praktischerweise als höhenverstellbarer Windschutz genutzt werden können. Das Wegfallen des Windschutzes bringt natürlich eine ganze Reihe weiterer Abgänge mit sich. Da damit das Isabella Windschutz-Heringset überflüssig wird, braucht es auch endlich den rückschlagfreien Schonhammer nicht mehr, welcher nur noch für diese 5 Heringe mitgeführt wurde. Und auch die Isabella Typhoon Mini-Zeltlein zum Abspannen des Windschutzes haben nach dieser Entscheidung keinerlei Funktion mehr und können entsprechend aus unserem Setup entfernt werden. Dies bringt mich auch gleich zu den insgesamt 4 Elementen, welche reduziert werden können. Denn ohne den Windschutz können wir die Anzahl Holzschrauben mit Tellerkopf um weitere 10 reduzieren. An dieser Stelle sei auch gleich erwähnt, dass sich der kleine und leichte 12 Volt Akkuschrauber auch diesmal auf festerem Untergrund als noch im Herbst
ohne Wenn und Aber bewährt hat. Somit dürfte voraussichtlich auch im Sommer am Gardasee kein deutlich schwererer und klobiger 18 Volt Akkuschrauber nötig sein. Die zur Befestigung des Teppichs im Außenbereich genutzten Isabella Isa Grip können ebenfalls definitiv um 2 Sets respektive 8 Exemplare reduziert werden. Vielleicht fallen im Sommer sogar noch ein paar mehr davon weg, falls sich herausstellen sollte, dass es bei der großen Fläche mit noch weniger funktioniert, ohne dabei unnötige Stolperfallen zu schaffen. Im Hauptzelt fallen durch eine optimierte Kabelführung zudem ein Set respektive 10 Exemplare der mehrfach bewährten Bongo-Ties weg, welche sonst nur Staub ansetzen würden. Auch hier könnte im Sommer sogar noch mehr Optimierungspotenzial drin liegen, wenn ich etwas mehr Zeit habe, mit der Verkabelung zu experimentieren. Wie bereits eingangs erwähnt, benötigt die neue Kühlbox völlig unerwartet keine Kabelverlängerung mehr, weshalb die Anzahl der 3 Meter langen Verlängerungskabel entsprechend halbiert werden kann. Mal sehen, ob ich im Sommer auch noch das zweite Verlängerungskabel für die Klimaanlage loswerden kann. Dies bringt mich zu den insgesamt 3 Elementen, welche ersetzt respektive ausgetauscht werden. Nach unserem Testbericht zum Ecomat 2000 im Faltcaravan haben sich einige Zuschauer gemeldet, die meinten, dass ein Ecomat im Hauptzelt auf maximaler Stufe ausreicht. Dies wollte ich natürlich entsprechend verifizieren, musste dazu den kleinen Heizwürfel allerdings direkt an das Isabella Camplet Kabelset anschließen, da das Gerät beim Einschalten oder Hochschalten auf maximaler Stufe manchmal für einen kurzen Augenblick die 10 Ampere Schwelle überschreitet und dadurch die viel zu diffizile Sicherung unserer Steckdosenleisten auslöst. Das Experiment hat jedoch tatsächlich bestätigt, dass ein Ecomat im Hauptzelt ausreicht, und damit wir ihn beim nächsten Campingurlaub wieder am gewohnten Ort auf dem Campingschrank platzieren können, werde ich die 2 aktuellen Steckdosenleisten durch Max Hauri Primeline Steckdosenleisten ersetzen, welche bis zu 16 Ampere statt nur 10 Ampere unterstützen und somit keine Probleme mehr bereiten sollten. Da der Eingang in unserem Falthaus für diesen Urlaub von der Sonnendachseite zur Sonnendachfront gewandert ist, mussten wir den langen und großen Camper-Organizer auf die andere Seite verschieben, wo er jedoch das Sitzen am Tisch entsprechend erschwerte. Da der neue Campingschrank im Vorzelt allerdings mehr Platz bietet, können viele klobige Dinge wie beispielsweise Straßen- und Wasserschuhe aus dem Organizer nun in den Schrank wandern, weshalb wir künftig einen kleineren bzw. kürzeren Organizer nutzen können. Diesbezüglich sind wir beim Kalima Camping Organizer fündig geworden, welcher all unsere Anforderungen zu erfüllen scheint und somit den bisherigen Organizer im Vorzelt ablösen dürfte. Wie ebenfalls bereits erwähnt, hat sich der neue Lifehide Supra Besen noch besser als erwartet geschlagen. Er eignet sich nicht nur perfekt für unsere 3 Isabella Carpet Teppiche im Innen- und Außenbereich, sondern auch zum trockenen und nassen Putzen des gesamten Zeltes, wodurch unsere bisherige Waschbürste überflüssig wird. Die Gummiborsten eignen sich jedoch nicht so gut für das Reinigen der beiden Bodenplanen beim Abbauen. Es würde zwar schon gehen, ist allerdings einiges mühsamer, da hier Gummiborsten auf Kunststoffboden treffen. Aus diesem Grund ersetzen wir die nicht mehr benötigte Waschbürste durch einen Gardena Straßenbesen mit Teleskopstiel, welcher künftig die Endreinigung der Bodenunterseite übernehmen soll. Wie du also unschwer erkennen kannst, befinden wir uns definitiv in der Optimierungsphase unseres Faltcaravan- und Camping-Setups, was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass wir mehrheitlich Elemente entfernen oder reduzieren. Im etwas längeren Sommerurlaub wird dann auch wieder intensiv gekocht, weshalb ich ähnliche Optimierungen im Bereich der Küchenutensilien erwarte. Darum ist dies offiziell auch erst Teil 1 des Fazits zu unserem Setup für 2022 und Teil 2 dürfte voraussichtlich nach dem Sommerurlaub folgen. Unser aktualisiertes Faltcaravan-Setup findest du wie gewohnt unter der einfach zu merkenden URL falt.house/setup. Allerdings ist die neue Verteilung für den Transport derzeit noch theoretischer Natur. Sprich, sobald alle neuen Utensilien eingetroffen, gewogen, verstaut und die Deichsel ebenfalls nachgewogen wurde, kann das ein oder andere Element noch den Ort in der Spalte verstaut wechseln, da die Gewichtsverteilung immer so eine Sache ist. Gerade wenn so viele Elemente entfernt und reduziert werden.
Solltest du übrigens unsere täglichen Instagram-Stories aus dem Urlaub verpasst haben, dann kannst du diese jederzeit unter den Highlights des Instagram-Profils von Falthaus nochmals Revue passieren lassen. Von atemraubenden Vogelperspektiven über kulinarische Köstlichkeiten bis hin zum Hagelschauer auf der Heimreise ist für jeden etwas Spannendes dabei. Und selbstverständlich gibt es auch im Juli wieder tägliche Stories direkt vom Campingplatz. Doch was ist das? Hört sich ganz so an, als wäre ein Experiment unseres zweiten Ausfluges an die Adriaküste noch nicht gelüftet worden. Aber dazu bald mehr auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal und frohes Campen!